Beeinflussen Grenzen Tiere? Ja, Grenzen beeinflussen Tiere. Das untersuche ich in meiner Forschung im südlichen Afrika. Ich schaue mir da eine Grenze an zwischen Namibia und Botswana, an welcher man ganz klar aufzeigen kann, dass Grenzen auch für Tiere gelten, dass Grenzen für bestimmte Tiere gelten und auch für bestimmte Menschen. Im Zusammenhang mit Tieren, in meinem Fallbeispiel, geht es darum, dass auf der botswanischen Seite ein Nationalpark ist, Djobe Nationalpark, ein sehr bekannter Nationalpark. Der möchte, dass gewisse Tiere reinkommen, dass gewisse Tiere sich frei über diese Grenzen bewegen können. Das sind vor allem Elefanten, aber auch Großraubtiere, die einen sehr hohen Wert haben für Tourismus und für Jagd. Andere Tiere will man aber nicht. Das wäre jetzt auf der namibischen Seite zum Beispiel, da wird Viehhaltung betrieben. Die wollen natürlich keine großen Raubtiere auf ihrer Seite haben. Umgekehrt ist aber auch so, dass der Nationalpark kein Vieh möchte, also keine Kühe oder keine Ziegen. In meinem Fallbeispiel führte das schon lange zu Konflikten, schon in kolonialer Zeit führte das zu Konflikten in dieser Grenzregion, weil die Grenze nie klar gezogen wurde. Die führt durch ein Flussgebiet, das verändert sich je nach Jahreszeit, je nach Wasser im Fluss verändern sich diese Grenzverlaufe. Das heißt, es gibt schon Konflikte dokumentiert seit den 1920er, 30er Jahren. Heutzutage allerdings sind diese Konflikte immer auch gewalttätiger. Insbesondere werden immer wieder Menschen erschossen, weil es angeblich oder manchmal auch tatsächlich Wilderer sind, die von der namibischen Seite nach Botswana in den Nationalpark reinkommen. Dies führte dazu, dass in den letzten etwa 20 Jahren über 50 Leute erschossen wurden. Oft sind das auch Kinder, weil dieser Fluss wird genutzt, um zu fischen. Er wird genutzt, um Waren zu transportieren. Es gibt kaum Straßen, insbesondere in der Regenzeit sind die Leute darauf angewiesen, dass sie mit ihren Booten auf diesem Fluss fahren können. Und ich schaue mir in meiner Arbeit sowohl diese historische Grundlage an, als dann auch, was das eigentlich heute bedeutet auf einer lokalen Ebene, wo diese Grenzen immer auch überschritten werden, sowohl von Tieren als auch von Menschen und das immer wieder neue Reaktionen auslöst, sowohl lokal als dann auch auf Ebene der beiden Nationalstaaten. Dank dem DAAD Prime Fellowship konnte ich mehrere Monate an einer botswanischen Universität forschen. Das ermöglichte es mir, sehr nahe bei den Leuten zu sein, die ich erforsche. Es ermöglichte mir auch, im Austausch zu sein mit Experten an einer renommierten Forschungsinstitution in Botswana. In meinem Fall war das Okavango Research Institute, einem Ableger der Universität Botswana.